ja nicht so, aber ich habe davor Mist gebaut. Ich fange gleich nochmal an. Okay. Machen wir schnell. Start again. Aber sonst spiel einfach weiter. Das macht er doch nur extra, damit es so aussieht, als würden wir proben. Ich bin ein unausgeglichener Mensch, aber der liebe Gott hat mir eine Trommel geschenkt. Und ich trommel dir ein Lied, ich hoffe es prägt sich ein. Trommlerjunge sucht Trommlerverein. Ich bin ein unausgeglichener Mensch. Zu nervös, glaube ich. 10. Ja, also nervöser, als es gut wäre, glaube ich. Also ich glaube, diese ganze Aufregung und Angst, die führt zu so einem Zustand, dass man eigentlich vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen trifft, sondern eher verängstigt ist und in die falsche Richtung geht. Also ich denke, dass wenn man Entscheidungen aus Angst trifft, dann gibt man ja nicht irgendwie einer positiven Vision nach, sondern man versucht irgendwie was Schlechtes zu vermeiden, anstatt was Gutes zu fördern. Deswegen glaube ich, darf man sich nicht so sehr verrückt machen lassen von der aktuellen Lage oder von den Medien, weil man dann irgendwann merkt, dass man selbst eigentlich gar nicht mehr so geil funktioniert und eigentlich keinen positiven Beitrag mehr leisten kann, sondern vielleicht nur noch versucht, das Schlimme zu vermeiden, die AfD, was auch immer. Na, vielleicht eher die Wut, die da nämlich dann ganz oft entsteht, weil man denkt, das kann nicht wahr sein. Man sollte die eigentlich eher so umwandeln in Aktionismus wahrscheinlich. Und mich machen manche Sachen da schon krass wütend, die dann da so einfach entschieden werden. Und irgendwie Familienangehörige, die dann immer noch sagen, ach, lieber so eine stabile CDU als irgendwie, und ich so denke so, oh mein Gott, aber guck doch mal, was die machen oder so. Da werde ich schon wütend und dann könnte man das doch vielleicht nutzen. Channeln. Channeln? Ja. Was meinst du damit? Also die Energie kanalisieren und halt nicht gegen eine andere Gruppe von, also es macht ja keinen Sinn, gegen die CDU zu wettern, sondern es macht vielleicht mehr Sinn, irgendwie für eine weniger diskriminierende Bewegung sich einzusetzen, glaube ich. Also ich glaube, dieses ganze Anti, links, rechts, oben, unten bringt wenig. Also es muss eher um Lösungen gehen als um Bekämpfung. Und ich schüttel alles ab, ich schüttel alles ab. Und ich schüttel alles ab, ich schüttel alles ab. Und ich schüttel alles ab, ich schüttel alles ab. Ich finde es ganz wichtig, dass es verschieden ist und dass es unterschiedlich sein darf. So. Aber wenn man die Energie oder die Nervosität oder die Problemchen, die so da sind, nicht nur Problemchen, sondern auch die tatsächlich großen, wenn man die wirklich verarbeiten will und das dann tun will, solange es noch authentisch ist, dann ist es passend. Ich glaube auch, dass es eigentlich gar keine so unpolitische Kunst oder Musik gibt, wenn sie authentisch ist. Die Attitüde, wie man auf eine Bühne geht, wie man Konzerte spielt, welche Leute man anspricht, welche Gefühle, Schwingungen man rüberbringt. Ich glaube, es ist super schwierig, irgendwas zu machen und dann so, dass es dann wirklich gar nicht politisch ist. Und gerade wenn man jetzt sich auf eine Bühne stellt, irgendwer wird es schon immer sehen. Und das ist dann, glaube ich, so eine Definitionssache. Es hat ja zum Beispiel, selbst wenn man irgendwie was anzieht, was andere Bands dann nicht anziehen, also so sagen öfters so Leute zu uns und ich habe so das Gefühl, wir merken das eigentlich immer gar nicht. Aber irgendwie, dass sie dann so sagen, ja, ihr tretet ja schon speziell auf. Und wir finden das eigentlich gar nicht so speziell, aber irgendwie scheint es dann doch was zu machen. Mhm. Und das ist dann vielleicht nicht in erster Instanz politisch, aber vielleicht denkt jemand drüber nach. Soll heißen, dass das Kunstwerk immer eingeordnet werden kann mit einer gewissen Haltung. Mhm. Und dass es ja kaum ohne Haltung geht, außer Schlagermusik.
Ist auch eine Haltung. Aber das ist auch eine Haltung. Ja, ich glaube, also, Ja, ist klar. Also ich glaube, die gute Frage wäre, gibt es wirklich unpolitische Musik? Alles ab. Ich weiß, das gute Leben wartet nicht mehr lang. Drum fange ich's langsam an. Ich weiß, das gute Leben wartet nicht mehr lang. Drum fange ich's langsam an. Ich weiß, das gute Leben wartet nicht mehr lang. Drum fang ich's langsam an. Ich weiß, das gute Leben wartet nicht mehr lang. 100 Dekrete. Also erstmal unterzeichnen und dann erstmal einfach unterzeichnen mit schwarzen Filzstiften und die dann ins Publikum schmeißen. Ich glaube, ich würde schon auch an dem Steuersatz drehen, glaube ich, einfach Spitzensteuersätze hochfahren, Unternehmen, die keine Steuern in Europa zahlen. Das ist irgendwie uncool. Meine erste Amtshandlung hätte wahrscheinlich irgendwas mit Mieten zu tun. ich wollte das auch sagen. Mieten runter. Irgendwas mit Miete deckeln. Bei den Löhnen mehr anpassen, dass Frauen auch immer gleich viel verdienen zum Beispiel. Das fände ich auch super, wenn man dafür mal eine Lösung finden würde. Wäre eine Idee, ja. Ja. Sind ja Vielleicht doch, nice. doch mehr als eine Sache. Wartet nicht mehr lang. Drum fang